Willkommen auf dem neuen Kanal Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Gemäuern und der Stille unserer Vorfahren weiterleben. Ich erzähle von Menschen, deren Spuren beinahe verschwunden sind. Manche von ihnen starben, andere verschwanden spurlos. Orte tragen Erinnerungen und, wenn man genau hinhört, flüstern sie uns zu. Unsere erste Reise beginnt hier, im mittelalterlichen Zons am Rhein und mit den letzten Schritten eines Brandstifters. Zons ist heute ein ruhiger Ort. Mit ein paar kleinen touristischen Attraktionen, urigen Lokalen und Ortsführungen schlummert die 650 Jahre alte Zollstadt am Niederrhein. Aber im Spätmittelalter war sie ein Brennpunkt. Sie war eine wichtige Zollstation, ein Handelsplatz und hatte sogar eine Festung. Im 14. Jahrhundert wurde Zons mit Türmen, Mauern und Toren befestigt. Vor allem zur Kontrolle des Rheinverkehrs. Die Straßen eng, Gebäude mit kleinen Fenstern, hinter ihnen flackerte Kerzenschein. Es wurde getuschelt, es gab Geheimnisse. Das Leben in den Gassen war laut, es war dicht, voll von Regeln und Hierarchien. Wer kein Teil dieser Ordnung war, lebte gefährlich, und manche lebten davon, die Ordnung zu unterlaufen. Einer von ihnen war ein Brandstifter, der in den Gassen von Zons sein Ende fand, je nachdem zumindest, wem man glauben möchte. Eines Nachts, man sagt es war im Herbst, schlug der Nachtwächter Alarm. Rauch erhob sich aus seinem Lagerhaus. Holz, Getreide, Fässer, alles stand in Flammen. Der Täter wurde beobachtet. Der Nachtwächter eilte herbei und sah den Brandstifter um eine Ecke verschwinden. Er folgte ihm durch die Rheinstraße, vorbei an verschlossenen Läden. Die Laternen flackerten, der Herbstwind wehte Laub von den Ästen der umstehenden Bäume. Der Nachtwächter hörte die Schritte des Brandstifters klar und deutlich, sah seinen Schatten und folgte ihm durch die Altstadt. An der Ecke zum Juddeturm aber Stille. Kein Schritt mehr. Kein Reumütiger, der in der Sackgasse kauerte. Keine Tür, die zuschlug. Keine Möglichkeiten, über die Mauer zu steigen. Der Brandstifter war verschwunden. Der Nachtwächter traute seinen Augen kaum und überprüfte die Wand, die er schon so oft gesehen hatte. Doch da war kein Loch. Und auch kein Seil, als hätte die Nacht den Verbrecher verschlungen. Die Geschichte sprach sich natürlich herum. Manche lachten über den Nachtwächter und tuschelten, er sei zu fett und zu langsam. Eine schlechte Lüge sei ihm lieber gewesen, als sein Unvermögen einzugestehen, einen unwürdigen Brandstifter einzuholen. Manche sprachen aber auch von einem Geheimgang, der zur Mühle führte, versiegelt seit Jahrzehnten. Andere sagten, der Brandstifter sei dem Teufel geweiht gewesen und habe sich in Rauch aufgelöst. Im Lauf der Zeit aber waren immer mehr Bürger Zons von etwas anderem überzeugt. Der Brandstifter habe die Mauer nie überwunden, er sei noch in ihr drin, in den Steinen. Denn manche hören auch heute noch nachts ein Kratzen, als sei jemand in der soliden Mauer. Oder das leise Knistern von Feuerholz, mit dem er sich in der Zwischenwelt wärmt. Und es heißt, in manchen Herbstnächten könnte man einen Schatten sehen, der niemandem gehört. Zons war wie viele Städte seiner Zeit geprägt von strengen Regeln. Nachtwächter sorgten nicht bloß für Ordnung, sondern kontrollierten sie auch, wer wo zu sein hatte. Wer ein Feuer legte, riskierte ein körperliches Martyrium. Nicht selten wurden Brandstifter mit der Peitsche gestraft, mit dem Pranger oder wurden sogar selbst im Feuertod überlassen. Und wer nachts unterwegs war, galt automatisch als verdächtig. Das traf auch Hübschlerinnen. Jene Frauen, die sich in Liebesdiensten anboten. Auch sie verschwanden, oft spurlos, denn niemand fragte erst nach ihnen. Heute wissen wir nicht mit Sicherheit, dass der Brandstifter je existierte. Manchmal warnen Geschichten vor dem, was hätte sein können. Orte wie Zons sind voller Geschichten, die nie aufgeschrieben wurden.
Sie wurden hinter den kleinen Fenstern weitergetragen, hinter denen Kerzen flackerten und sich Familien um einen Kamin versammelten. Und wenn der Herbstwind durch die Gassen zieht, wirkt es, als würde er selbst die Geschichten erzählen. Sei eine oder einer der Ersten, die diesem Kanal folgen, und lass gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du mir einen Kaffee für meine Videotrips sponsern willst, folge gerne dem Link in der Videobeschreibung.